Lieber himmlischer Vater, thank you Lord that we can gather here again danke Herr, dass wir hier ein weiteres Mal versammeln können. to study the Word, Sorry, to study your Word. dass wir dein Wort studieren können. And I pray that you please help us to pay attention Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam sein können and that we understand what you want to teach us. und dass wir das verstehen, was du uns lehren möchtest. Please Lord, forgive us our sins and help us not to repeat them. Bitte vergibt uns auch unsere Sünden und bitte hilft uns, dass wir sie nicht wiederholen. I pray in the name of Jesus. Und ich bete dies im Namen Jesu. Amen. Amen. So the notes are in the live stream group. Also die Notizen sind im Livestream-Gruppe. The header, the righteous being smitten. Und das ist über die Gerechte, die erschlagen wird. So when we turn to our Bibles Wenn wir zu unserer Bibel and gehen, turn to Zechariah chapter 13, wir gehen zu Zechariah 13 and we can read the end of verse 2. und wir lesen das Ende von Vers 2. It says, after this, the colon, it says, and I also will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. And then in verse 4, and it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every one of his vision when he hath prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive. So what kind of prophets are those? So, was für Propheten sind die hier? False prophets, Falsche right? Propheten. Because they wear their garments to deceive. Denn die tragen ihre Gewänder, um zu verführen. Verse 5, but he shall say, I am no prophet, I am an husbandman, for man taught me to keep cattle from my youth. And one shall say unto him, after this false prophet, what are these wounds in thine hands? And he shall answer, those with which I was wounded in the house of my friends. Awake, O sword, against my shepherd, against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Smite the shepherd, and his sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones. Bis Vers 7. So, who gets smitten here in verse 7? So in Vers 7, wer wird hier erschlagen? Okay. Shall we read these verses again? Sollen wir diesen Versen ein weiteres Mal lesen? It says, right, what kind of prophets were they in verse 4? In Vers 4, was für Propheten waren das? False prophets. Falsche Okay. Propheten. So, in verse 7 they get smitten, right? Und in Vers 7, sie werden erschlagen. So, who fulfilled this back then? Wer hat das damals erfüllt? I would say Christ, but not because of those reasons. No, Christ fulfilled it, right? Also Christus hat sie erfüllt. Keep your finger here, go to Matthew 27. Also geht zu Matthäus 27. Haltet euren Platz hier. Actually, it's Matthew 26, verse 31. Also es ist Matthäus 26, Vers 31. And that's Gethsemane. Und das ist Gethsemane. It says, Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. So, here you can see, right, that Christ, he was smitten. Und Right? hier können wir sehen, dass Christus würde erschlagen. And he was the shepherd, and he fulfilled this role of a shepherd being smitten. Und er war der Hirte und er erfüllte diese Rolle, der Hirte, der erschlagen worden ist. But when he received the punishment, in which stead
was he receiving the punishment? Also wenn er diese Strafe erhalten hat, in wessen Platz hat er diese Strafe erhalten? Yes. Was he receiving mercy in his punishment? Hat er Gnade in seinem oder Erbarmen in seinem Bestrafung erhalten? No, right. He received the full wrath of God without mercy, so the full justice. Nein, er hat der volle Zorn Gottes ohne Gnade, also das volle gerechte Strafe erhalten. So who is it that will receive the full punishment here at the end of the world? So wer ist es hier am Ende der Welt, die das volle Strafe erhalten werden? Is it the righteous or the unjust? Ist es die Gerechte oder die Ungerechte? The unjust, Es right? ist die Ungerechte. So when do you receive the full punishment? Also wann erhältst du das volle Strafe? Yes, when Christ is no longer interceding with you, right? 7 letzten Or for you. Fragen. Also wo Christus nicht mehr Fürbitte für dich tut. Because then there's no mercy, because Christ's intercession is this, right? This mercy mingled in and added to you. Okay. Es gibt kein Fürbitte, weil da drin ist diese Gnade vermengt. So Christus für dich Fürbitte. Christ being smitten illustrates on one hand the false shepherds being smitten. Okay. Christus, der erschlagen wird, zeigt auf der einen Seite diese falschen Hirten, die erschlagen werden. And when they get smitten, according to Zechariah 13 verse 7, what happens with the sheep? Und wenn sie gemäß Sacharja 13, Vers 7 erschlagen werden, was geschieht mit den Schafen? Yes, they get scattered, right? Sie werden zerstreut. And what will the Lord then do? Und was wird der Herr denn tun? Ja, Yes, it says, and I will turn my hand upon the little ones, wird right? meine Hand diese Kleinen zuwenden. So he now will gather those scattered sheep. Also er wird diese Sheep. zerstreute Schafen einsammeln. Okay, so here we have an illustration of the unrighteous being smitten. So Okay, hier haben wir eine Darstellung von den Ungerechten, die erschlagen werden. but this evening I want to show you that not only the unjust will be smitten, Aber Okay. heute Abend möchte ich zeigen, dass nicht nur die Ungerechten werden erschlagen, but also those that are righteous. aber Okay. auch diejenigen, die gerecht sind. But the righteous that will be smitten, they receive a different type of smiting than the unjust. Aber die Okay? Gerechten, die erschlagen werden, die erhalten eine andere Art des Erschlagens als das, was die Ungerechten haben. Ist es in Deutsch schlagen oder erschlagen? Schlagen. Yes. But you can also say erschlagen. But smiting, the righteous being smitten, we're not, those that are righteous will not be erschlagen, sondern they will be geschlagen. Okay. So, let's turn now to our notes. So, lasst uns jetzt die Notizen zuwenden. And let us read this quote here from PP. Wir lesen dieses erste Zitat von PP. David, you want to read the first paragraph, please? From the smitten rock in Horeb first flowed the living stream that refreshed Israel in the desert. During all their wanderings, wherever the need existed, they were supplied with water by the miracle of God's mercy. The water did not, however, continue to flow from Horeb. Wherever in their journeys they wanted water, there from the clefts of the rock gushed out the Cytherian canyon. Okay. So, who's smitten here? So, wer wird hier erschlagen? Geschlagen. Wer wird hier geschlagen? The rock. Right. Das Fels. Okay, and when the rock got smitten, what happened with the rock? Und als das Fels geschlagen worden ist, was geschah damit? Yes, the water gushed forth, right? Das Wasser sprießt hervor. And in the next sentence says, it was Christ by the power of his word that caused the refreshing stream to flow for Israel. Right? So this rock represented Christ. Diesen nächsten Satz danach sagt es, dass es Christus war. Also dieser Fels stellt Christus dar. And Philip, you want to read the third paragraph? Und das dritte Absatz werden wir jetzt lesen. And you can just read until the first boldface and at the middle of the paragraph. Smitten rock was a figure of Christ.
Through this symbol, the most precious spiritual truths are taught. As the life-giving waters flowed from the smitten rock, so from Christ, smitten of God, wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, the stream of salvation flows for our lost race. Okay, so Christ gets smitten, right? So, Christus wird geschlagen And the streams of living water gush forth, right? und diese Ströme des lebendigen Wassers sprießen hervor. In this illustration, can this represent the false shepherds being smitten? Und in dieser Darstellung kann das diese falschen Hirten zeigen, die erschlagen worden sind. No, makes no sense. Okay. Nein, das macht keinen Sinn. Because if they get smitten, why should there suddenly streams of living water gush forth? Sie Right? erschlagen werden, warum soll der plötzlich Ströme des lebendigen Wassers herkommen? So let's read John 19, verse 30 to 34. So lasst uns Johannes 19, Verse 32 bis 34 lesen. Susi? Then came the soldiers and brake the legs of the first and of the other which was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was dead already, they brake not his legs. But one of the soldiers which with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. Okay, so what happened now to Christ on the cross? So was geschah mit Christi hier am Kreuz? Somebody came in, thrust the spear through, right? Jemand hat ein Speer ihm gespießt. And what happened then? Und was geschah? Water and blood. Water and blood gushed forth, right? Wasser und Blut kam hervor. So it's these living streams that now came forth. Das war diese lebendige Flüsse, oder, die hervorkamen. And at which hour was it? Und zu welcher Stunde war das? Yes, it was the 9th hour, Die right? 9. Stunde. Because he already died on the cross. Dann, Right? ist bereits am Kreuz gestorben. So, therefore, here we can see the living waters come forth. So, hier können wir sehen, dass diese lebendige Wasser hier hervorkommen. So, and who is it that need to be on the cross until the 9th hour? Und wer ist es, der bis zur 9. Stunde am Kreuz sein muss? It's us, right? Wir müssen sein. At least, yeah, those that are righteous. Okay. Zumindest diejenigen, die gerecht sind. I hope it will be one of us or all of us. Ich hoffe, dass es uns sein wird. Okay. So, therefore, also, right, in one illustration, Christ hanging on the cross represents also the righteous. Also Okay. in einem Anwendung, Christus, der am Kreuz hängt, steht die Gerechten da. So, and we will see now that when the righteous are being put on the cross, it means also that they are smitten. Und wenn die Gerechten am Kreuz gestellt worden sind, dann heißt, dass die auch geschlagen werden. Let's read this now. Lass uns das jetzt lesen. Let's go to Isaiah 53. Jesaja 53. It begins in verse 1. Maris, you wanna? Vers 1. Just one. Yeah? Mhm. Who hath believed our report, and to whom is arm of the Lord revealed? Okay, so when you read this, what comes in your mind? So, wenn wir das lesen, woran denken wir? The 10 spies. Yes, on the spies, right? Also die 10 Spione. Because good and evil report. Das Gute und das Böse Bericht. And where are the spies with their report? Und wo sind die Spione mit ihrem Bericht? Before Canaan. Yes, but on the line. Also auf der Linie. At the midnight cry. Yes, at midnight cry. Mitternacht. And why? Und warum? Also, as I experience, also in when he saw the glory. Okay. Yes. But what is the connection? Why are these two reports here? Also warum sind diese 2 Berichte hier? How many spies got sent out? Wie viele Spione wurden herausgesandt? 12. What other stories do we have with 12. number 12? Was für eine Yes, andere Geschichte haben 12 disciples. Where do we mark the 12 wir? disciples? Wo markieren wir die 12 Jünger? At Sunday, all right? They get Sonntags gesetzt. sent forth here. Die werden hier hervorgesandt. And one of them is the devil, right? Einer ist ein Teufel. And the 12 spies were sent for how many days? Wie viele Tage werden sie gesandt? 40 days, right? 40 Tage. And
they came back Sie sind zurückgekommen. and they gave now a report, right? Und die auch okay mit Fruit. Also sie kamen zurück und die haben einen Bericht abgelegt. And it was a good and an evil message, Und es right? war eine gute und aber auch eine böse So, Botschaft. and where were they located back then? Und wo waren die räumlich gesehen damals? Which city? Welche Stadt? Kadesh Barnea, right? Kadesh Barnea. And Kadesh Barnea was where? Und Kadesh Barnea war wo? At the border. Yes, on the border of the glorious land, Es right? war an der Grenze des verheißenen Landes. So what other story comes in your mind? So, welche weitere Geschichte kommt zu unseren Gedanken? 40 years after they were also there. The chasm. Yes, right? Sorry? But yes, the chasm, right? What did Margaret say? After 40 years they were again brought to the Also same spot. nach 40 Jahren würden sie oder 38, 40 Jahre zum selben Punkt wiedergebracht. Yes, which is correct, okay? Was auch richtig And ist. they again rebelled, right? Und wieder eine Rebellion. So it shows you, okay, right here they stand at the chasm, on the other side is the glorious land, Also es zeigt, dass sie hier an der Kluft stehen und auf der anderen Seite ist das herrliche Land. and you have like these two reports, right? Und hier gibt es diese zwei Berichte. The good report Ein gutes Bericht and this evil report. und diese böse Bericht. And what did the good report say? Und was hat dieser gutes Bericht gesagt? Friss sie wie Brot. Or what did the evil report say? Was hat der böses Bericht gesagt? Das sind Riesen. Wir sind Heuschrecken. Yes, there are these giants, right? Es gibt diese Riesen da. And it's not possible for us to conquer the land. Und es ist unmöglich, dass wir sie einnehmen können. So, yesterday we looked right at the promises. Also Right? gestern haben wir die Verheißungen angeschaut. Where on the line does the Lord give us the promise? Wo auf der Linie gibt uns der Herr die Verheißung? The promise for the land. Die Verheißung auf das Land. Here, right? Hier am Anfang, richtig? So, but at the midnight cry, what happened with this promise? Aber am Mitternachtsruf, was geschah mit dieser Verheißung? Es repeated. It's repeated, and we are being Test. tested whether there's any real faith in the Promises. promises of God, Also right? es wird wiederholt hier am Mitternachtsruf, aber wir werden auch getestet. Es wird gesehen in der Krise, wer Glaube oder Vertrauen in die Verheißung Gottes hat. And it will look like that it's impossible to come true. Und es wird so aussehen, als wäre es eine Unmöglichkeit, dass es zustande kommen kann. But you must hold fast to this promise. Aber du musst festhalten an diese Verheißung. Yeah. And this evil report says it's not possible. Und dieser böse Bericht sagt, es sei nicht möglich. And what did they then want to do? Und was wollten sie dann tun? Go back. Yeah, they wanted to go back to Egypt, Sie right? wollten zurückgehen nach Ägypten. They rejected their past experience Sie verwarf ihre vergangene Erfahrung. and they went back to the bondage. Und sie sind Okay. zurück zur Knechtschaft gegangen. But what did the good report say? Aber was sagt dieser Gutesbericht? What did We can make Caleb and yes, the Lord promised, right? We can make it. Okay. Kaleb und Josua haben gesagt, der Herr hat verheißen, wir können das wohl einnehmen. So they believed the promises, Die haben die Verheißungen geglaubt. and therefore, yeah, they eventually entered the land. Und deswegen letztendlich sind die in das Land hineingegangen. Okay. So, yeah, but here according to Isaiah 53, Aber gemäß Jesaja 53, what does it say in verse 1? was sagt es in Vers 1? Who believed our report? Yes. So when it says who believed the report, does it refer to the good report or to the evil report? Also wenn es sagt, wer hat unseren Bericht geglaubt, ist das in Bezug auf das gute Bericht oder das Böses? Yes, the good, right? Das Gute. So yeah, only a few people will believe this good report, Also nur wenige werden dieses gutes Bericht glauben, but many will believe this evil report. aber viele werden dieses böses Bericht glauben. And what is this good report? Und was ist dieses gutes Bericht? Actually, we can just skip over John 12 because we already established it's here at the midnight cry, right? Wir überspringen Johannes 12, denn wir haben bereits identifiziert, dass es hier am Mitternachtsruf ist. And John 12 will just confirm this one. Johannes 12 bestätigt das nur für uns. But let's continue in Isaiah 53 in verse
2. Let's just read verse 2 for now. Also lasst uns weiter in Jesaja 53 und wir lesen zuerst Vers 2. This is in. 50 Vers 2. Just verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Okay, so what does it say here? How does he grow up? So, wie sagt das? Wie wächst er auf? Tender plant. Like a tender plant, right? Wie ein Tender. Zarte Pflanze. Wie eine zarte Pflanze, danke. Okay, so the parable of the sower. Also das Gleichnis der Seemann. Where does the sower seed the good seed? Wo Seed. sät der Seemann das Saat, das gute Saat? Das ist Sonntag. Sunday law, Am right? Sonntagsgesetz. While men slept, right? Während Menschen schliefen. And where does it pop up? Und wo kommt es auf? At the midnight cry, right? Hier am Mitternacht. So, and it says first the blade, then the ear, and then the full corn. Right? Zuerst der Halm und dann die Ähre und dann das volle Korn in der Ähre. So, and here it says he grows up now like this tender plant, right? It's this blade that you begin here. Hier sagt es, dass er wächst auf wie diese zarte Pflanze. Es ist wie diese Halm, der heraufkommt. Yes, okay. And what kind of form does he have? Und was für eine Form hat er? It's nothing special. Yes, no comeliness, right? And it's not to be desired. it says. Also nichts Besonderes und er ist auch nicht besonders hübsch. And it speaks about Christ, right? Er spricht über Christus. But whom is Christ typifying? Aber wer schattet Christus voraus? Uns. Us, right? If we are faithful. Also uns, wenn wir treu sind. So, when we enter into this experience, will the people desire us? Also wenn wir in diese Erfahrung hineingehen, werden wir Anziehung haben für die Menschen? Not outwardly. No, right? Nicht äußerlich auf jeden Fall. People will despise us here because we will be accused as these terrorists and criminals and fanatics and all these things, okay? Also die Menschen werden uns hier verabscheuen, weil die werden uns sehen als diese Fanatiker, diese Terroristen und all diesen anderen anklagen. And it says now in verse 3, Und in Vers 3 sagt it es, says, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we esteemed him not. So will we be paraded and no, right? also werden wir zur Schau gestellt und Hofiert. ja, Hofiert. hofiert. Yes. I don't know, hofiert? Also so auf eine Bühne paradiert oder? In the sense that they really, exalt us. Okay, also No, it says we will be despised and be rejected of man. nein, wir werden verachtet und von Menschen verworfen. A man of sorrows Also ein Mensch der Trauer, and acquainted with grief. also so Trauer bekannt und ein Mensch der Sorgen. Okay, go to John chapter 16. Also gehen wir jetzt zu Johannes 16. Johannes 16. And where is Jesus standing in John 16? Und in Johannes 16, wo steht Jesus? On our line. Auf unserer Linie. Midnight. Wo sie nicht sein. At midnight, time of peace. Yes, at the little time of peace, right? In der kleinen Zeit des Friedens. So, and he speaks these good and comfortable words to them. Und er spricht diese gute und angenehme Wörter zu seinen Jungen. And what does he say? Und was sagt er? In verse 16. Vers 16. A little while, and you shall not see me, and again a little while, and you shall see me, because I go to the Father. Okay, so he says, he's standing here, right? Also er steht gerade hier
at midnight. am Mitternacht. And he says, in a little while, so a little while must pass, right? Also er sagte, in eine kleine Weile, also zuerst eine kleine Weile muss vorübergehen. So this little while is this portion here, and you will not see me. Also diese kleine Weile, das ist diese Zeit hier und nach dieser kleinen Weile wirst du mir dann nicht sehen. So in this time here, right, it will be like God has forsaken you. So Okay. in dieser Zeitperiode hier, es wird so sein, als hätte Gott uns verlassen. Okay. Not see Christ. See me. See me. Okay, and then he says, again in a little while, and ye shall see me. Und dann sagt er weiter, ein weiteres kleine Weile und dann werdet ihr mich wiedersehen. So here you will see him again. So hier werden wir ihn wiedersehen. Okay. Because when Christ was on this cross, he felt that like his father had forsaken him. Right? Und als Christus auf das Kreuz war, der hat auch so gefühlt, als hätte sein Vater ihn verlassen. But you must hold fast to the promises. Aber du Right? musst fest an diese Verheißungen klammern. So don't trust your feelings, trust God's word. Also vertraut eure Gefühle nicht, sondern Gottes Wort. Okay, and when you come down, Also wenn wir weiter herunterkommen in dasselbe Kapitel and let's read verse 19. und Vers 19 lesen. It says, Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves, of that I said, A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me? Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. Okay, so Vers 20 auch. what happens here in this time with you? Was geschieht in dieser Zeit hier mit dir? In Revelation 11. With you, what does it say here? So, was sagt es hier? Was geschieht mit dir? Yes, you weep and lament, and you shall be sorrowful, Also du right? wirst wehklagen und heulen und du wirst trauervoll sein. Yeah. And Jesus was a man Und Jesus war ein Mann of sorrows. Okay. des Trauers oder des Kümmers. So here is this time of sorrow, Also hier ist diese Zeit des Kümmers, but the world will aber das Welt wird rejoice. Okay. verloren. And in Revelation 11, what happens here to the two Und witnesses? in Offenbarung 11, was geschieht hier zu den zwei Zeugen? They get killed, right? Die werden erschlagen And the world does what? und der Welt tut was? They rejoice and send each other gifts, Die right? frohlocken und schenken einander Geschenke. But he says, right? But your sorrow shall turn into joy. Aber er sagt, dass deine Trauer wird ins Frohlocken verwandelt wird. So when you see him again, Also wenn du Jesus wieder siehst, this is the joy. das ist die Freude. When you cross the chasm and enter into this wonderful land, Wenn du die this is Kluft, the joy, okay, you will receive. wenn du die Kluft überquerst und in dieses wunderbares Land hineingehst, das ist die Freude, die du erhalten wirst. Because it also says in verse 21, Denn in Vers 21 sagt es weiter. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. So, what does Christ liken now this time to? So, mit was vergleicht Christus diese Zeit hier? Birth. Yes, with this travailing experience of a woman. Right? Also mit dieser gebärende Erfahrung eines Fraus. And what has come for this woman? Und was ist für diese Frau gekommen? The hour, right? Ihre Stunde. So this year's the hour has come. Okay. Die Stunde ist gekommen. Okay. And the woman has sorrow, it says here. Und die Frau hat Trauer. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy that a man is born into the world. So, when the sorrow is turned into joy, what happens with a woman? Also wenn
dein Trauer in Frohlocken verwandelt wird, was geschieht mit der Frau? Yes, the birth, right? Das Geburt. So, and yesterday we looked at the promise, right? Gestern haben wir die Verheißung angeschaut. So the Lord promises you two things here, Der right? Herr verheißt dir zwei Sachen. What was it? Was war he das? promises you more than two things, but Also es gibt what mehr was, als zwei what was Verheißungen. the promise given to Abraham? Aber was war die Verheißung, die Abraham gegeben hat? The seed in the land. Same und das Land. And when you hold fast to the promise, you receive the child, right, in the land. No, you receive the man. Okay. Also wenn du den Verheißungen festhältst, dann das Kind geboren, aber hier wird es als Mann bezeichnet, erhältst du und das Land. So it's the child and the land, okay, but it's the man-child, which is Christ, right? Also das Menschensohn, was Christus ist. Okay, so yeah, here the child is born. So hier wird das Kind geboren. But the reason I say man, it says man is because we're no longer drinking milk, but we've now got feste Speise. As the man is born. When I was a kid, I thought like a child and blah blah blah, but when I became a man, so that's why it says, at least I think that's why it says man. Maybe. Okay, so all right, everybody can follow so far? Kann jeder soweit folgen? Okay, so yeah, therefore here we are this man of sorrow. So Okay, hier sind wir dieser Mensch des Trauers. and when you now continue Also in den back to the notes Notizen, in Isaiah 53 verse 4. Jesaja 53, Vers 4 jetzt. Lucia? Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Okay, so what was he? So was war er? Smitten. Smitten of God. Okay. Erschlagen von Gott. Oder geschlagen von Gott. So here you therefore can see, okay, also the righteous will be smitten. So hier können wir sehen, dass auch die Gerechten werden geschlagen. And the people think, all right, they are smitten of God. Und die Menschen, die Massen denken, dass sie sind von Gott geschlagen. But turn to the book of Job. Aber gehen wir jetzt zu Hiob. Was Job a man of sorrow? War Hiob ein Mensch der Sorgen oder des Trauers? Yes, right. Jawohl. He was afflicted. Er war angerührt oder angetastet. Angefochten. Angefochten, danke. Job 2 verse 7. Also Kapitel 2 und Vers 7. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore wounds from the sole of his foot unto his crown. Alright. So who smote Job? So, wer hat Hiob geschlagen? Satan, okay. Satan. So even though it says that it looks like God smites us here, So, auch wenn es so aussieht, als wenn der Herr uns hier schlägt. yeah. And the Bible uses also language that the Lord smites us, okay. Und die Bibel macht Gebrauch von Sprache, als wäre es sagen, dass Gott uns schlägt. But it is the Lord allowing Satan to smite us, Aber okay. im Grunde ist der Herr, der erlaubt, Satan uns zu schlagen. Yeah. Because who put Jesus on the cross? Wer hat Jesus am Kreuz genagelt? Satan, right? Satan. So it's Satan here smiting us, okay. So, es ist Satan, der uns hier erschlägt. He will claim, okay, he will claim us as his possession. Also er wird uns beanspruchen als sein Eigentum. And yesterday we looked at this old and new husband, right? Und gestern haben wir diese alte und neue Ehemänner angeschaut. This old husband, he doesn't want to let you go. Also dieser alte Ehemann, der möchte uns nicht gehen lassen. And he says, you are mine and I will claim you. Und er sagt, du bist meins und ich beanspruche dich. But only by believing the promises and coming to Christ, okay,
you can get rid of this old husband. Aber nur indem, dass wir die Verheißungen festhalten und dass wir zu Christus kommen, können wir dieser alte Ehemann loswerden. And and therefore Satan will smite you here, okay, but you must hold fast. Okay. Und dadurch, Satan wird dich hier schlagen, aber du musst festklammern an die Verheißung. And then Christ will deliver you. Und Christus wird dich erlösen. But it says here, we did esteem him stricken as God, so Yes. and the people think it's of God. Mhm. Right. Also die Ja. Menschen denken, dass es von Gott, diese Bestrafung von Gott kam. Yes. Because did Job's 3 friends believe that it was God that smote? Denn Job. hat Hiob, seine 3 Freunde, haben sie geglaubt, dass Gott Hiob bestraft? Yes, right. Ja. So they accused him and said, "Look, you're a sinner. That's why all this come upon you." Also die haben ihm vorgeworfen, dass er ein Sünder sei und deswegen ist all diese Übel auf ihn gekommen. Okay, let's go quickly to 1 Timothy. Lasst uns jetzt zu 1. Timotheus gehen. And I shared this verse already many times. Ich habe diesen Vers öfters geteilt. And 1. Timotheus. 1 Timothy 1 verse 19. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 19. And we don't have any idea how important this very verse is. Und wir haben keine Ahnung, wie wichtig gerade diese Vers ist. Okay. It's maybe one of the most important verses in the Bible. So vielleicht eine der wichtigsten Versen in das gesamte Bibel ist. Okay, it says, holding faith and a good conscience, which some have put away concerning faith, have made shipwreck. Okay, so what must you hold? Also was musst du halten? Faith, yes, Glaube and und a good conscience. ein reines Gewissen. Okay, because it says here, holding faith and a good conscience, which some have put away. So what did some do? Was haben einige getan? Faith and good conscience. Yeah, they put the good conscience away. Die haben das reines Gewissen verworfen oder weggetan. Concerning faith have made shipwreck. So if you put away the good conscience, what happens with your faith? Also wenn du dein reines Gewissen wegtust, was geschieht mit deinem Glauben? Shipwreck. Schiffst Okay. du. What are you tested upon here? Worauf wirst du hier getestet? Whether there's any real faith in the promises of God. Ob es wahre Glaube in die Verheißung Gottes gibt. So when you have something that burns your conscience, Also wenn du irgendetwas, was deine Gewissen brennt, when you bring this into this test, wenn du es hier in diesen Test hineinbringst, your faith will fall. dein Glaube wird versagen. Okay. So you must have a clear conscience. So, wir müssen ein reines Gewissen haben. Therefore, I told myself, I want to have a clear conscience. So, ich habe mir selbst gesagt, ich will ein reines Gewissen haben. I fear this very verse Also ich fürchte gerade dieses Vers. because I know that when Satan comes here Denn ich weiß, dass wenn Satan hier ankommt and he finds something in me where I think, oh, und er findet irgendetwas in mir, wo ich sage, oh, I didn't make this right with God. das habe ich vergessen oder das habe ich nicht mit Gott ins Rechten gebracht. Because we will be a man of sorrow here. Denn Okay? wir werden ein Mensch des Trauers hier sein. We will fight with despondency, with despair, Wir werden mit Depressionen und mit Verzweiflung zu kämpfen with haben, disappointment, mit Enttäuschungen. and all these things, okay? All diese Dinge müssen wir kämpfen. And we need to have a clear conscience before God Und wir müssen ein reines Gewissen vor Gott haben, in order to have full confidence that we can claim His promises. so dass wir die Gewissheit haben, dass wir seine Verheißungen in Anspruch nehmen können. And Sister White, I share with you a quote. Also ich werde ein And Zitat I will take your hands. Okay. mit uns teilen und dann werde ich eine Frage. Okay. Let me post this quote.
Okay. So it says here, it's speaking about Balaam. So, es sagt hier, und er spricht über Biliam. Okay. It says, Balaam loved the wages of unrighteousness, the sin of covetousness, which God declares to be idolatry, had made him a time server. And through this one fault, Satan gained entire control of him. So how many faults did he have? So, wie viele Makeln hatte er oder Fehlern hatte er? One fault. Ein einziges. It was this that caused his ruin. The tempter is ever presenting worldly gain and honor to entice man for the service of God. He tells them it is their over-conscientiousness that keeps them from prosperity. Thus many are induced to venture out of the path of strict integrity. So what does Satan tell you? So, was sagt Satan? Du bist so streng. Yes. Don't take it so serious. This is not really so important what God says. Also, ihr braucht das alles nicht so ernst zu nehmen. Das ist nicht allzu wichtig, was Gott hier sagt. And this is just this little thing. Das ist nur diese kleinen Dinge. Did God really say you should not eat of this fruit? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nichts davon isst? Come on, it's just a fruit. Es ist nur ein Obst. Do you think God will make such a big deal out of a fruit? Glaubt ihr, dass Gott so ein großes Ding aus diesem kleinen Stück Obst machen wird? Come on, if you follow God in this, and if you're strict with this, Also wenn du damit streng bist, you will lose this gain. du wirst all dieses Vorteil verlieren. You cannot be serious. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Yeah. And so he plays with our minds. Und so spielt er mit unseren Gedanken. But God says what he says. Aber Okay. Gott sagt das, was er sagt. And therefore we should be taking God at his word. Und deswegen müssen wir Gott bei seinem Wort nehmen. And we should be rather over-conscientious, yeah, than be presumptuous. Und wir sollten eher auf der strengen Seite stehen, als dass wir Gott gegenüber vermessen sein. Okay. Because these little things, they matter. Denn diese Kleinigkeiten, die machen bei Gott wohl was aus. And they will matter in this test here. Und in diesem Test, sie werden da was ausmachen. Because they will either reveal that you have a clear conscience before God and man, Also die werden entweder offenbaren, dass du ein reines Gewissen hast vor Gott und vor den Menschen, or you have something that burdens your conscience. oder du hast irgendetwas, was in dein Gewissen brennt. And you will make shipwreck of faith, the Bible says. Und du wirst Schiffbruch von deinem Glauben machen. Therefore, when we understand these things, what does it teach us practically for today? Also, wenn wir das verstehen, diese Dinge, also praktischerweise, was lehrt uns das für heute? What is therefore our work that we must do today? So, was denn ist unser Werk, die wir heute tun mussten? Search my heart. Yes, right? We need to have quiet time with God. Wir brauchen stille Zeit, also private Zeit mit Gott. Because I don't know about you, but I can testify from my own life. Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber von meinem eigenen Leben, ich kann bezeugen, When I'm alone with God in prayer, wenn ich alleine mit Gott im Gebet bin, then the Holy Spirit convicts me many times. dann der Heilige Geist, der überführt mich öfters. And then I hear this small voice speaking to my conscience. Dann höre ich diese kleine Stimme, die zu meinem Gewissen spricht. And he says, Lorenz, do you remember this? Und er sagt, Lorenz, erinnerst du dich hieran? Or do you remember that? Erinnerst du dich daran? And there's still something you must resolve. Und hier ist irgendetwas, das du noch ins Rechten bringen musst. And this is what we need to do. We need to really make sure that our conscience is in line with God's word in every aspect. Das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen versorgen, dass unser Gewissen im Reinen ist mit Gott in jeder Einzelheit. And we must make sure that we bring these things
in order that our conscience is right before God. Und wir Okay. müssen zusehen, dass wir diese Dinge ins Rechten bringen, dass wir ein reines Gewissen vor Gott haben. And there are, at the moment at least, two things I can think about, okay, how this can be. Gerade hier und jetzt, das sind mindestens 2 Sachen, die ich denken kann, was das sein kann. So, first of all, you should make sure that you understand God's word correctly in this point. Also zuerst musst du versichern, dass du Gottes Wort auf korrekte Weise verstehst, gemäß diese Dinge. Because sometimes your conscience convicts you even though you didn't do anything wrong. Denn manchmal dein Gewissen überführt dich, obwohl du eigentlich gar nichts Falsches gemacht hast. Okay, so That would be over conscientiousness. no, it would be just false conscience. And it's just a false. You think God says it, but He doesn't say it. Okay. Also das wäre dann einfach mal ein falsches Gewissen, denn du denkst, dass Gott sagt was, aber sein Wort sagt das nicht. Okay. So if you have a false understanding of a certain thing, I don't know what would be a good example. Also wenn du ein falsches Verständnis von einer gewissen Sache hast. For example, God says, cursed is the man that doesn't fulfill his obligation to provide for his children. But then there are many men who are not in a position to do that. Okay? Mhm. So, but that's maybe not how. Okay. I mean, for instance, yeah, in the sense, you should provide for your family, but sometimes you must leave your family. That's what you mean, right? So, yeah, for instance, you can then have, conscience problems in the sense that you are required to do this, but sometimes, there are other principles you must follow in order to stay faithful to God. But there are probably better examples, but doesn't matter. Yeah, the point I want to make is if you find out based upon God's word that you truly did something wrong. Also wenn du herausfindest, basierend auf Gottes Wort, dass du tatsächlich was Falsches getan hast, What do you need then to do? was musst du denn tun? Buße und zurecht machen, wenn möglich. Yes. You must do everything to make this thing right as far as possible. Du musst alles tun, um das wieder ins Rechten zu bringen, soweit es dir möglich ist. And then your conscience will be freed. Und dann Okay. du wirst frei von deinem Gewissen sein. So, therefore, I experienced many things in my life where exactly this happened in my life. Okay. Also ich habe viele Sachen in meinem Leben erfahren, wo genau das mir passiert ist. And I don't want to tell any now, because we're now online, I don't want to speak all these things and put them on YouTube. Und jetzt möchte ich kein Zeugnis hier ablegen und all diese Dinge irgendwie über das ganze YouTube verbreiten. Because there are people watching that might not be my best friend. Okay. Es gibt Menschen, die zuschauen, die sind vielleicht nicht meine beste Freunde. But for instance, just an easy example. Aber ein einfaches Beispiel. For instance, I remembered old school friends. Okay. Ich erinnere mich an alte Schulfreunde. When I was not a Christian, I sometimes did something evil to old school friends. Als ich Okay. kein Christ war, ich habe manchmal böse Sachen zu alten Schulfreunden getan. So, and God reminded me suddenly about this or that person. Okay. Und Gott erinnerte mich plötzlich an dies oder jenes Person. And then I knew I had to somehow make this right. Okay. Und dann wusste ich, dass ich irgendwie das richtig machen muss. And then I tried to get in touch with this person, and always I was able to do it. Und ich habe versucht, Kontakt mit diesen Personen aufzunehmen. Und ich war immer imstande, das zu tun. Okay, except for one time I was not able. Außer einmal war es mir nicht möglich. Okay, but whenever I did it, all my conscience was calm again. Aber Okay. wenn immer ich das getan habe, mein Gewissen war wieder ruhig. So, and I tried to search my heart day by day if there's anything else that Satan would bring against me in this time, which would cause my faith to make shipwreck. Und Okay. ich versuche Tag für Tag mein Herz zu durchforschen, ob es irgendetwas gäbe, was in dieser Zeit Satan benutzen wird, um Schiffsbruch
aus meinem Glaube zu machen. And also, obviously, every day anew, there might be some temptations, okay, that come along my way that would violate my conscience. Und auch jeden Tag erneut, es mag vielleicht ein oder andere Versuchung, die herbeikommt, der mein Gewissen beunruhigen wird. Okay, and I must resist this temptation and not enter into it, because otherwise my conscience might be burdened, you know, and then I have a problem. Und ich muss diese Versuchung widerstehen. Es sei denn, wenn nichts, dann mein Gewissen wird belastet und dann habe ich wieder ein Problem. Okay, and then I must get rid of it again, which is again effort and time and all these Muss things. ich es wieder loswerden und das ist wieder Mühe und Zeit. Therefore, we must pay attention to these things. Deswegen, wir müssen aufmerksam auf diese Kleinigkeiten sein. It's very, very important. Sehr wichtig. Okay, so I hope that you can see this for yourselves So, ich hoffe, dass ihr das selbst alle sehen könnt and that you will also take heed to these things, und dass wir diese Dinge nachgehorchen werden, because the Bible says it, okay, therefore it will be. weil die Bibel sagt es und deswegen wird es auch so sein. And I totally can picture it, even though I don't fully can grasp it, that this will be the case. Und ich habe eine Vorstellung davon, obwohl ich es nicht ganz erfassen kann, dass hier in dieser Zeit das der Fall sein wird. So, therefore, I didn't come through all my notes, doesn't matter now. Ich bin meine ganzen Notizen nicht durchgekommen, aber jetzt macht das nichts aus. Just to summarize, Nur um zusammenzufassen. in this time, it will look like that God has smitten us. Diese Zeit, es wird so aussehen, als hätte der Herr uns geschlagen. But it's Satan that smites us. Aber es ist Satan, der uns schlägt. And we will be despised and a man of sorrow, acquainted with grief. Wir werden verachtet, ein Mensch des Trauers, und wir werden des Trauers wohl bekannt. We will be despised and rejected. Wir werden verachtet und verworfen. But we must hold fast to the promises, Aber wir right? müssen die Verheißungen festhalten. Because if we don't hold fast, we won't come through it. Denn wenn wir daran nicht festhalten, dann werden wir hierdurch nichts schaffen. And we must make sure now, before the midnight cry, that we have a clear conscience. Und wir müssen dafür sorgen, dass noch bevor diese Mitternachtsrufzeitperiode, dass wir hier ein reines und freies Gewissen haben. Not only before God, but also before man. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. And then we can have full confidence to enter into this time period here. Und dann können wir voller Zuversicht haben und Vertrauen, in diese Zeitperiode hineinzugehen. Because then the Lord will be with us, even though we will not see Him, Und dann der Herr wird wohl mit uns sein in dieser Zeit, obwohl wir ihn nicht sehen werden. but we can see Him through the promises. Aber wir können durch die Verheißungen ihn sehen. And I don't know about you, but I experienced a few days here in this ministry where I felt that God totally deserted me. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich hier in diesem Ministry gibt es wohl ein paar Tage, wo ich gedacht habe, dass der Herr mich völlig verlassen hat. But only because I prayed for this experience. Aber nur, weil ich für diese Erfahrung gebetet habe. I said, Lord, please prepare me for this experience. Ich habe gesagt, Herr, bitte bereite mich auf diese Erfahrung hier vor. And God is faithful. He always gives you like a mini version of it, like a taste of it. Und Gott ist immer treu. Er gibt dich immer eine Mini-Version oder einen Vorgeschmack dessen. That you already have a certain kind of experience and understanding what will come here. Dass du eine gewisse Erfahrung und Verständnis hast auf das, was auf uns hier But the zukommt. Bible says, ask and ye shall receive. Die Bibel sagt, bittet und ihr werdet erhalten. Ye have not because ye ask not. Und ihr habt nichts, weil ihr nicht gefragt habt. Therefore, all these things that the Lord shows us here Denn all diese Dinge, die der Herr uns hier zeigt, are prayer requests for us. sind Gebetsanliegen für uns. Okay, so we should actually daily pray, Lord, help me to go to this cross. Also wir müssen täglich beten, Herr, hilft mir, diesen Kreuz zu gehen. Help me to stay on the cross until the 9th hour, until the very end. Hilft mir, auf das Kreuz zu bleiben bis zur 9. Stunde, bis zum bitteren Ende.
Please help me to get my conscience right before you. Bitte hilft mir, meine Gewissen ins Reinen zu bringen vor dir und vor Menschen. Please help me to receive this foot washing here. Bitte hilft mir, diese Fußwaschung anzunehmen. Yeah. Please help me to withstand all this mocking. Bitte hilft mir, diese ganze Verspottung, der hier abgehen wird, Please. zu widerstehen. Help me to learn how to trust your promises. Bitte hilf mir, dass ich deine Verheißungen vertraue. Please help me not to walk according to feeling, but according to faith. Hilf mir, nicht gemäß meine Gefühle zu wandeln, sondern nach Glaube. Yeah. Please give me experiences. Gib mir Erfahrungen. Help me to already taste it in a small measure. Hilf mir, das in kleiner Weise bereits zu erfahren oder Ja. zu schmecken. Please prepare me at any cost. Bereite mich vor, egal was es kostet. I want to go through this. I want to hold fast to your promise. I want to stay faithful. Ich möchte hier hindurchgehen. Ich möchte deine Verheißungen festhalten. Ich möchte treu bleiben. At any cost. Egal was es kostet. Okay, because it's the cross, brother. Weil es ist das Kreuz, liebe Geschwister. At any cost. Kostet alle Preise. So Jeden therefore, Preis. we must understand these practical applications of these things that we learn here. So, wir müssen diese praktische Anwendung, diese Dinge, die wir hier lernen. And whenever we learn something new, try to formulate a prayer request out of it. Wenn Okay? immer wir was Neues erfahren hier, wir müssen versuchen, individuell eine Gebetsanliegen daraus zu formulieren. Okay, and take it to yourself Nimm es selbst an and pray for it. und bete danach. And believe that the Lord will hear it and help you. Und glaube, dass der Herr es sowohl hören wird, als auch dich dann helfen wird. Okay, amen? Amen. Okay, then let's take this already now into our prayer round, and may the Lord help us to be ready for what is ahead of us. Lasst uns das bereits jetzt in unsere Gebetsrunde hineinnehmen und beten, dass der Herr uns vorbereitet auf das, was auf uns zukommt. Okay.